In der chinesischen Kampfkunst gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Ständen. Einer davon ist der sogenannte leere Stand. In diesem Video erklären wir dir den chinesischen Namen, wie der Stand genau funktioniert und welche Übungen du machen kannst, um deinen Stand zu verbessern. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Tai Chi Akademie aus Konstanz. Wer mit der chinesischen Kampfkunst beginnt, lernt in der Regel zuerst die einfachsten Handtechniken und natürlich die Basisstände. Zum Pferdestand und Bogenstand kommt nun in diesem Video der leere Stand hinzu. Der Name lässt sich aus dem chinesischen Begriff Huibo ableiten, wobei Hui in diesem Sinne leer und Bo so viel wie Stand bedeutet. Bei dem Namen muss man allerdings im Kopf behalten, dass es sich eher um einen Begriff aus dem modernen Wushu handelt, also dem chinesischen Leistungssport. Die traditionelle Bezeichnung aus südlichen Kung-Fu-Stilen für diesen Stand heißt Diuma, was so viel bedeutet wie hängender Stand. Der Name lässt sich davon ableiten, weil das vordere Bein nur wenig Gewicht trägt und so aussieht, als würde es hängen. Der Stand wird fälschlicherweise oft als Katzenstand bezeichnet. So sehr ich es mir auch wünschen würde, aber keiner der beiden Begriffe Huibo oder Diuma hat etwas mit Katzen zu tun. Diese Fehlübersetzung kommt aus der japanischen Kampfkunst. Dort gibt es einen sehr ähnlichen Stand, der Neko Ashidachi heißt, was übersetzt so viel bedeutet wie Katzenpfotenstand. Den vorderen Fuß drehst du auf der Ferse und richtest ihn 90 Grad nach vorne aus. Den hinteren Fuß drehst du auch auf der Ferse, aber richtest ihn nur 45 Grad nach vorne aus. Beide Beine sind gebeugt und die vordere Ferse wird angehoben. Dein Gleichgewicht ist ungefähr zu 80 bis 90% auf dem hinteren Bein und ungefähr 10 bis 20% auf dem vorderen Bein. Dein Oberkörper gleicht diese Gleichgewichtsverteilung aus, indem er leicht nach vorne geneigt ist. Das Knie vom Standbein sollte dabei immer in dieselbe Richtung zeigen wie der Fuß und das vordere Bein hängt senkrecht. Den Diuma kannst du am besten als Kombination mit dem Seiping Ma und dem Ziegen Ma üben. Vom Seiping Ma wechselst du in den Ziegen Ma. Achte darauf, dass du hier schulterbreit stehst und deine Mittellinie frei bleibt. Nun verlagerst du dein Gewicht auf den hinteren Fuß und ziehst den vorderen Fuß zurück. Aus dem Diuma kannst du nun wieder in den Seiping Ma wechseln. Dazu setzt du zuerst den Fuß ab und drehst dann erst Hüfte und Oberkörper nach vorne. Hier sind deine Füße wieder gerade auf einer Linie. In der chinesischen Kampfkunst werden Bewegungen und Übungen im Training oft tiefer und größer, aber in der Anwendung dafür kleiner und höher ausgeführt. Durch die Hauptbelastung auf dem hinteren Bein ist das vordere Bein immer einsatzbereit. Dadurch kann man Dritte blocken oder die Distanz zum Gegner kontrollieren. Außerdem erfüllt der Diuma die Funktion einer Ausweichbewegung bei einem Angriff auf die Mitte des Körpers. Um deine Stände zu verbessern, ist es generell wichtig, die Hüfte zu mobilisieren, dehnen und zu stärken. Jetzt zeigen wir dir noch jeweils eine Mobilitäts-, Dehn- und Kraftübung, um die typischen Probleme zu lösen, die Einsteiger mit diesem Stand haben. Diese Übungen kannst du jederzeit in dein Training integrieren. Für die Mobilitätsübung gehst du Stück für Stück in die Hocke. Geh nur so weit runter, dass die Fersen nicht vom Boden abheben und die Füße flach auf dem Boden bleiben. Bleibe immer in einer dynamischen Bewegung. Zur Hilfe kannst du dich gerne an etwas festhalten, damit du das Gleichgewicht nicht verlierst. Wenn du die Hocke tief halten kannst, stützt du dich hinten mit den Händen ab und versuchst abwechselnd ein Knie auf den Boden abzulegen. Für die Dehnübungen bleiben deine Füße eng beieinander und du stützt dich nach vorne ungefähr in 2 Schulterbreiten Abstand mit den Händen auf dem Boden ab. Als nächstes legst du einen Fuß auf den anderen. Jetzt gehst du mit deinem Oberkörper so weit wie möglich nach vorne, ohne dass sich die Ferse vom Boden abhebt und dehnst dabei die Wade. Während der ganzen Übung bleibst du natürlich in einer dynamischen Bewegung. Nach ca. 10 Wiederholungen setzt du dich auf dein Standbein ab und verlagerst dein Gewicht vor und zurück, um die Achillessehne zu dehnen. Zusätzlich kannst du ganz leicht nach rechts und links rotieren. Auch hier sollte der Fuß durchgehend flach auf dem Boden bleiben. Für die Kraftübung verlagerst du dein ganzes Gewicht auf ein Bein. Das andere Bein kannst du anfangs gerne als Stütze leicht auf den Boden absetzen. Als nächstes gehst du kontrolliert in die Kniebeuge und kommst wieder hoch. Geh nicht von Anfang an zu weit runter, sondern nur so weit, dass du aus eigener Kraft wieder aufstehen kannst. Dein Knie soll dabei nicht nach innen knicken und auch nicht unkontrolliert wackeln. Achte darauf, dass dein Knie in dieselbe Richtung wie dein Fuß zeigt. Mit der Zeit kannst du dein sogenanntes Stützbein immer mehr vom Boden abheben. Die fortgeschrittene Version dieser Übung ist dann mit ausgestrecktem Bein nach vorne. Für weitere Übungen, die allgemein deine Hüfte mobilisieren und stärken, kannst du dir unser Hüft-Workout anschauen. Das Hüft-Workout kannst du immer nach deinem Training durchführen. Das sind die wichtigsten Punkte, die du beim Diuma beachten musst.
Jetzt heißt es fleißig üben, üben, üben. Wenn dir das Video gefallen hat, klick den Like-Button, hinterlasse einen Kommentar und vergiss natürlich nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.